Und ich war letztes Jahr so als meine Diplomreise in Mexiko und habe eigentlich nur gefragt, kannst du mir irgendwie Clubs empfehlen? Und dann schickt er mir so verschiedene Daten und verschiedene Orte und ich so, hä? Haben die Clubs irgendwie nur einmal auf? Und dann habe ich irgendwann so, der bucht mir gerade eine Tour und ich so, was? Ich so, okay, dann machen wir das jetzt mal. Erstmal hi, ich bin Pauli oder Pau Pau und bin DJ, Producer und Labelgründerin. Nice. Okay, erste Frage oder erstes Warm-up. Erzähl uns, was es bedeutet, als DJ auf Reisen im Ausland zu sein, weil du jetzt ja auch aktuell in Mexiko warst. Ja, ich hatte ganz lustig richtig oft so ein Interview von Lady Gaga im Kopf, während ich unterwegs war. Da sagt sie so, another club, no sleep, plane, train, another club, no sleep. Und ich war so, ich fühle es auf jeden Fall. Also es war sehr schlafarm, die Wochenenden, sehr intensiv, aber also wenn ein Wort ist halt wirklich diese Energy, ist halt, also es gibt einem halt dann auch so viel Energie, da irgendwie auf Reisen zu sein, unterwegs zu sein. Und das Coole war, ich hatte auch 4 Freunde mit dabei, mit denen ich dann unter der Woche mal was gemacht habe. Also die wollten sich jetzt nicht die komplette Shows alle immer und die kompletten Reisen mitmachen. Ich habe die dann unter der Woche getroffen und die waren einmal am Wochenende mit dabei noch. Das war richtig schön. Und dann hatte man so ein bisschen Gefühl von zu Hause, sonst kann es auch, glaube ich, schnell einsam werden. Man vermisst auch schnell die Familie, die Freunde oder die Freunde, die Familie sind. Kann ich mir vorstellen. Wie ist das entstanden? Also wie ist jetzt der Mexiko-Trip zum Beispiel entstanden? Was war da so die Ich habe vor 1,5 Jahren Zombies in Miami kennengelernt und ich finde krass, wie schnell aus einfach einer DJ-Bekanntschaft irgendwie eine Freundschaft geworden ist. Beziehungsweise mittlerweile irgendwie auch, wer Freundschaft untertrieben ist, halt irgendwie wie eine Familie geworden, so schnell. Und ich finde, je älter man wird, desto schwerer ist es eigentlich auch so tiefe Freundschaften aufzubauen. Und ich war letztes Jahr so als meine Diplomreise in Mexiko und habe eigentlich nur gefragt, kannst du mir irgendwie Clubs empfehlen? Und dann schickt er mir so verschiedene Daten und verschiedene Orte und ich so, hä? Haben die Clubs irgendwie nur einmal auf? Und dann habe ich irgendwann so, der bucht mir gerade eine Tour und ich so, was? Ich so, okay, dann machen wir das jetzt mal. Und genau, dann hat es richtig gut geklappt letztes Jahr und dann haben wir gesagt, dieses Jahr let's go crazy. Und das haben wir mit den 13 Shows auf jeden Fall geschafft. Wow, okay, also war auch nicht das letzte Mal in Mexiko dann wahrscheinlich. Nee, it's a thing now. Was sind deine Ziele generell als DJ und wo möchtest du hin in deiner Musikkarriere? Also ein Ziel wäre es auf jeden Fall, mal eine Platte auf Vinyl rauszubringen. Ich habe ja jetzt gerade erst angefangen mit Produzieren. Ich habe einen Track auf dem Label, was ich auch mitgegründet habe, Fragmented, rausgebracht. Und das ist auf jeden Fall, also es ist so du fängst an und du machst jedes Mal, wo du eine Tür aufmachst, kommst du noch in 300 weitere Türen rein. Also es ist am Anfang sehr erschlagend gewesen, aber da möchte ich auf jeden Fall besser werden, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Was Produzieren angeht jetzt? Ja, Produzieren, genau. Und dann würde ich natürlich auch noch gern sehen, wie das Label sich weiterentwickelt und das ist gerade richtig schön am Wachsen und genau. Ja, das sind so Ziele und vielleicht irgendwann davon leben. Das ist auch so ein Ziel, was du sagen? Also ja, also im Moment ist es ich kann es sehen, also es ist da hinten, ich kann es schon sehen, aber es ist halt noch nicht jeden Monat drin und genau deswegen ist es halt aktuell viel Energie, die ich haben muss. Ich arbeite 40 Stunden. Dann, neben dem DJ? Ja, dann Labelarbeit mit so 2 Meetings in der Woche oder 1 mindestens und dann am Wochenende halt. Crazy. Was fehlt dann? Also du siehst es am Horizont und was sind so die
Erfolgsfaktoren oder was sind so die Faktoren generell, die dazu fehlen, dass du davon leben könntest? Also es ist... Ein Steady Income. Also... Und in Form von Bookings beispielsweise, oder das ist... Ja, dass es halt regelmäßig ist. Also ich finde, das liegt halt nicht in deiner Hand. Also es ist ja nicht so, je besser ich jetzt werde und wenn ich jetzt irgendwie 5 Stunden jeden Tag übe, dann kriege ich auf einmal 5 Gigs am Wochenende, sondern es ist halt, du bist abhängig von anderen und du kannst es nicht steuern, ob du gebucht bist oder nicht. Du kannst halt machen, was in deiner Macht liegt, so. Du kannst dich vorbereiten, du kannst mit Leuten in Kontakt sein, aber du kannst wenig wirklich aktiv tun. Und genau, deswegen musst du halt einfach so eine Base haben, dass es vielleicht nicht jeden Monat, aber dass du im Schnitt auf jeden Fall gut davon leben kannst. Manche Monate haut's hin, aber ich will mir auch noch nicht diesen Druck da so reinbringen, dass ich ein Gefühl habe, dass ich unauthentisch werde, weil ich dann irgendwie mit jemandem mich unterhalte und dann das Gespräch extra irgendwo hinleite, um gebucht zu werden. So von wegen, übrigens, ich bin ja auch DJ und das fände ich irgendwie, das bin nicht ich. Ich möchte mich einfach mit Leuten unterhalten, die ich spannend finde und mit denen ich mich gerne unterhalte und nicht auf irgendwas hinaus wollen in der Unterhaltung. Das ergibt Sinn. Ja, wenn du so zurückblickst, die letzten Jahre, auch Corona oder auch davor oder jetzt nach Corona, nach der Zeit, wie hat sich so die Musikszene für dich verändert? Oder wie würdest du das so selbst beschreiben, diese Veränderung in der Musikszene, wenn es sie gibt? Ja, also ich finde, es ist alles sehr schnelllebig geworden. Also wenn man sich mal, was ich sehr gerne mache, also alten Chicago House anhört, so, da findet man kaum irgendwie Tracks unter 8, 9, 10, teilweise 15 Minuten. So, und jetzt gehen die Tracks teilweise so 2, 3 Minuten, die Sets werden immer kürzer. Ich wurde mal angefragt, irgendwo zu spielen für eine Dreiviertelstunde. Was soll ich denn da für eine Geschichte erzählen? Also wie soll ich denn da mit den Leuten, die auf eine Reise mitnehmen oder irgendwie was aufbauen? Da kann ich mir schon meinen Closer überlegen nach dem Opener. Also das ist halt alles immer so High Pace und ganz viel in ganz kurz pressen, aber das sieht man ja auch. So die Aufmerksamkeitsspanne ist wie Reels, einfach nur noch reduziert. Das stimmt. Und gibt es noch so eine Underground-Szene, wo das noch wertgeschätzt wird, was du gerade beschrieben hast? Ja, auf jeden Fall. Also man muss da jetzt auch nicht irgendwie so die Next Fire Generation verteufeln, gar nicht. Ich finde es auch spannend, wenn sich das immer verändert, dass man nicht stehen bleibt, dass man auch vielleicht nicht jeden Trend mitmacht und draufspringt, aber so guckt, man sich davon beeinflussen lässt vielleicht und guckt, was davon kann ich für mich mitnehmen, was ist irgendwie interessant, aber halt auch nicht auf jedes Pferd springen und bei allem mitmachen, das muss auch nicht sein. Aber es gibt auf jeden Fall noch viele Leute, die nicht so schnelllebig sind, die Wert legen, irgendwie die auch wertschätzen, lange Sets gut finden und die das auch übelst spannend finden und wo sowas nicht im Vordergrund steht. Und es ist oft, man sagt immer diese Bubble und alle, die halt viel raven gehen, wissen auch genau, was man mit dieser Bubble meint und genau das ist schon auch da noch vorhanden, würde ich sagen. Okay. Ja, du hast es schon eigentlich beantwortet, auch mit dem, dass du am Horizont siehst, dass du bald davon leben könntest. Aber generell planst du deine langfristige Karriere auf Musik auszurichten und wenn ja, wie? Also was sind so die Next Steps für dich in den nächsten Jahren? Ja, also jetzt kommen ein paar Releases bald. Auch mit jetzt Creatures of the Night von den Zombies in Miami, das Label. Und genau, da habe ich Lust, noch ein bisschen mehr meinen Fokus drauf zu legen, auch wenn es sehr zeitintensiv ist, da auch besser zu werden. Und ich halt mit Job nebenbei und allem immer schwer ist, dann sich hinzusetzen, einen ruhigen Moment zu finden. Und man muss ja auch, also du kannst ja einfach nicht zu jeder Tageszeit immer kreativ sein. Dafür musst du ja eine gewisse Kapazität im Kopf haben und sich die zu nehmen und dann hinzusetzen und zu spielen ist halt, braucht auf jeden Fall was, aber ja, ich würde es sehr gern probieren und
ich muss nur noch ein bisschen durchhalten, die Energie aufrechthalten, dann klappt's. Nein, man muss sich einfach sagen, das wird was. Ja, die Einstellung manchmal auch. Ja. Erzähl uns was von deinem Label. Klar, ich habe ja auch mein Shirt mitgebracht. Fragmented haben wir jetzt vor 3 Jahren gegründet und wir sind 13 Leute, genau, und bringen Platten und Digital-Releases raus und haben uns damals zusammengetan, weil wir gerade auch so nach Corona festgestellt haben, dass super viele künstlerisch aktive, kreative Menschen nach Berlin ziehen oder in andere große Städte. Und genau, dann haben wir uns überlegt, so, warum ziehen die nach Berlin? Ja, es gibt nicht genug Möglichkeiten, wie man sich irgendwie in kleineren Städten entfalten kann. Dann haben wir gesagt, komm, lass doch einfach eine Möglichkeit, eine Plattform schaffen, wo diese Leute sich ausdrücken können. Und vielleicht ein Grund zu sein, nicht nach Berlin zu ziehen oder wo auch immer hin. Ich meine, also ich komme aus Berlin, ich liebe die Stadt, so ist es kein Berlin-Hate, auf jeden Fall nicht. Aber ja, einfach aktiv was zu machen in seiner Stadt und gerade bei uns in Sachsen, also wenn alle künstlerischen oder kreativen Menschen da wegziehen, so was bleibt denn da noch? Deswegen ist es gerade wichtig, einfach so seine Lokal-Community zu stärken und genau da aktiv zu werden, Leuten eine Chance zu geben. Ich meine, wir haben nicht nur Musik im Fokus, wir haben halt auch für jede Platte KünstlerInnen, die das Cover gestalten, das wir immer ausschreiben, um den Menschen, also jedem eine Chance zu geben, das zu gestalten. Und für die Vinylplatten haben wir immer noch eine politische Organisation, NGO im Fokus. Diesmal hatten wir die Mission Lifeline Seenotrettung für die zweite Platte, die auch in Dresden gegründet wurden. Genau, um halt einfach die verschiedensten Formen von künstlerischem Aktivismus da zu repräsentieren. Und genau, that's Fragmented. Wie kann man euch supporten? Gibt es so einen Shoutout, den du machen kannst, wenn man euch supporten kann? Don't Move to Berlin T-Shirts kaufen? Don't Move to Berlin T-Shirts. Nee, wir haben auf Bandcamp, auf Shopify kann man so Platten kaufen. Am besten bei eurem lokalen Plattenmarkt, um die zu unterstützen. Genau. Gut, ja. Was sind die 3 wichtigsten Dinge, die du als DJ gelernt hast? Ja. Eine Sache ist, dass Auflegen nicht eindimensional ist. Also für mich besteht es aus mehreren Punkten. Nicht nur, dass du ein krasser Selektor bist oder ein Selektor. Oder nur krass mixen kannst oder es nur eine gute Performance macht, sondern für mich ist es ein Zusammenspiel aus vielen Sachen. Und ja, das ist eine Sache. Dann nicht zu allem Ja sagen. Kannst auch mal Nein sagen, ist okay. Ja, jede Sekunde schlafen, die geht. Vor allen Dingen, wenn man mehr als einen Gig am Wochenende hat. Jede Sekunde. Jede Sekunde zählt. Hier ist ein guter. Ja. Und dann noch so eine Zusatzfrage vielleicht noch. Welchen Tipp würdest du einem aufsteigenden DJ oder einer aufsteigenden DJ oder Producerin geben, wenn sie gerade in den Staaten in der Musikszene? Ja, vielleicht nicht was aktiv suchen, was einen besonders macht. Das können die anderen machen. Was ist denn das? Okay, das war's. Okay. Nice.